Herzlich willkommen zu einer neuen Folge MJ Wilimir. Heute gibt es von mir eine Review zu der DVD Silly Movie 2.0, in der, wie man hier oben rechts sehen kann, Michael mit dabei ist, nämlich in der Rolle als Agent MJ. Der Film ist ein amerikanischer Film und im Jahr 2004 erschienen. In Deutschland kam er im Jahr 2008 auf DVD heraus. Diese DVD ist allerdings von 2009. Und der Film wurde 2012 auch mal im deutschen Fernsehen gezeigt, nämlich vom Sender Arte. Dieses Video wird heute sowohl Bilder von meiner Kamera enthalten, aber auch Bilder aus dem Film, weil so viel ist bei dieser DVD eigentlich gar nicht zu zeigen. Deswegen werde ich auch noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Den Film habe ich mir sogar heute extra nochmal angesehen und dann werde ich euch ein bisschen was erzählen und ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr spoiler, damit ihr, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, den auch noch genießen könnt. Ja, das Konzept dieses Films ist, wir nehmen alle möglichen Klassiker, alle möglichen Filme, die es so gibt, und versuchen irgendwie, die alle so ein bisschen zu parodieren, oder wir versuchen, die alle irgendwie in unseren neuen Film einzubauen. Dieser Satz, der hier oben steht, von dem Regisseur, der Men in Black gesehen hat und Lost cool findet, naja, das ist auch so eine kleine Parodie, sonst steht da immer von den Machern von Men in Black oder so. Ja, das ist hier nicht der Fall, aber es ist wohl gar nicht auch der Anspruch von diesem Film, an ja so einen Klassiker wie Men in Black ranzukommen. Wie man hier an diesem Cover sieht, wird hier zum Beispiel der Film Men in Black ein bisschen auf die Schippe genommen, Planet der Affen auch, hier sieht man noch Marilyn Monroe, da erzähle ich gleich ein bisschen was von. Der Papst ist mit dabei, hier diese klassischen High-Filme, diese trashigen, werden hier auch so ein bisschen aufs Korn genommen. Und ja, es sind ganz, ganz viele Anspielungen auf andere Filme mit dabei. Und ein paar davon werde ich euch gleich auch noch nennen. Doch zuerst werfen wir mal einen Blick auf die Rückseite. Hier sind einige Szenen aus dem Film zu sehen. Das links ist das prähistorische Schwein, was dort vorkommt, was auch den witzigen Namen Jurassic Pork trägt. Hier steht, den Film müsse jeder sehen. Ob ich der gleichen Meinung bin, sage ich euch gleich auch noch. Und hier ganz oben steht auch nochmal in diesem Teil hier drin: Dumm, Dümmer, Silly Movie 2, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und anderen Filmen sind beabsichtigt. Naja, so ein bisschen, was man von dem Film zu erwarten hat. Der Film nimmt sich selber nicht ganz ernst. Und das ist wohl auch das Konzept dieses Films. Und auch der Titel Silly Movie 2.0 sagt ja eigentlich schon, was man von diesem Film zu erwarten hat. Es handelt sich eben nicht um einen ernsthaften Film. Ich würde noch nicht mal sagen, dass es sich hier um eine ernsthafte Komödie handelt. Es ist eigentlich ganz viel Quatsch, der hier kombiniert ist und in dem zufällig Michael Jackson mitspielt. Ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was das hier heißt: Wendecover ohne FSK-Logo. Aber als ich dann vorhin mal die DVD-Hülle aufgeklappt habe, ist mir es dann eingefallen. Nämlich ist das, was man hier innen sieht, genau das gleiche, wie was man außen sieht. Also dieses Papierdingen, was man hier in die DVD-Hülle an der Seite reinschiebt, ist wendbar und von beiden Seiten gleich bedruckt, bis eben auf dieses FSK-Logo. Das ist nur auf der, in Anführungszeichen, Vorderseite. Und das ist auch nochmal was ganz Witziges, was es, finde ich, wert ist, nochmal spezifisch zu erwähnen. So, jetzt mache ich die DVD nochmal rein. Das ist auch nochmal dieses Gruppenbild mit allen nennenswerten Darstellern dieses Films dabei. Jetzt habe ich euch die DVD zu Genüge gezeigt. Jetzt werde ich euch ein bisschen was über den Inhalt des Films erzählen. Und ich werde euch auch noch sagen, wie mir persönlich dieser Film so gefällt. Ja, im Prinzip geht es in dem Film darum, dass ganz viele Schönheitsköniginnen, Miss Texas, Miss California, Miss Canada, Miss Spain und so weiter, mit dem Flugzeug auf dem Weg zu einer Miss Galaxy-Wahl sind. Und dieses Flugzeug, wie es der Zufall will, stürzt dann eben ab und diese Schönheitsköniginnen landen alle auf einer einsamen Insel. Das heißt, die überleben auch alle den Flugzeugabsturz und versuchen da eben irgendwie von dieser Insel wegzukommen, wobei natürlich mit allerhand Klischees gespielt wird. Beispielsweise sind die Schönheitsköniginnen alle ziemlich ungeschickt und oberflächlich. Natürlich sehen die auch alle super aus. Und die streiten sich natürlich auch die ganze Zeit. Dann gibt es zwei Männer, die mit dabei sind, nämlich die beiden Piloten des Flugzeugs. Der eine, der ist so ein Frauenversteher, der die ganze Zeit mindestens mit einer von den Schönheitsköniginnen da am Arm unterwegs ist. Der andere Pilot, der, naja, ist nicht so ein Frauenheld. Dafür hat er aber das Privileg, dass er, wie das genau passiert, erfährt man nicht,
über das Meer irgendwelche Pakete bekommt. Das heißt, der wohnt relativ schnell in einer Höhle. Die Höhle ist dann voll möbliert, der hat einen Kühlschrank mit kaltem Bier drin, der hat einen Computer und das Ganze ist natürlich wahnsinnig absurd. Es wird immer verrückter und überall finden sich Anspielungen zu anderen Filmen. Zum Beispiel ist eine der Running Gags in diesem Film, dass eine der Schönheitsköniginnen immer tote Menschen sieht, so wie im Film The Sixth Sense mit Bruce Willis. Allerdings sieht sie nur berühmte tote Menschen. Das heißt, da tauchen dann auch mal Elvis auf oder Gandhi oder Marilyn Monroe, die man ja auch auf dem Filmcover gesehen hat. Und irgendwie läuft es halt darauf hinaus, dass auf der Insel die Arche Noah, also das über 1000-jährige Original aus der Bibel, irgendwie gestrandet ist. Und irgendwie sind da verschiedene Parteien, die da irgendwie drankommen wollen. Dann ist der Papst da unterwegs. Der Papst ist dann auch der hinterher Michael sendet, um die Eiche zu zerstören. Und da sind wir auch schon bei Michaels Part dieses Films. Der taucht nur in 2 Szenen ganz kurz mal auf. Er sagt dann halt sowas wie, ihr müsst die Eiche zerstören, ihr müsst die Welt retten, ich drücke euch die Daumen und das war's dann auch. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass Michael da so eine große Rolle in dem Film spielen würde, sodass es irgendwie auch Sinn ergeben würde, dass auf dem Cover direkt Michael oben rechts auch namentlich genannt wird. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass dieser Film und dementsprechend auch diese DVD in einer Michael Jackson Sammlung Platz finden kann. So ist es ja auch bei mir. Und Michael muss von diesem Format ja in irgendeiner Art und Weise auch überzeugt gewesen sein, sonst hätte er sich ja nicht dafür bereitgestellt, diesen Film mitzudrehen. Generell kann ich nur sagen, ist der Film wirklich überhaupt nicht gut gemacht. Diese ganzen Anspielungen auf andere Filme, die sind manchmal relativ gut gelungen, meistens nicht so gelungen und witzig sind die irgendwie nie. Also es gab jetzt kein einziges Mal, als ich den Film gesehen habe, wo ich jetzt hätte lachen müssen, obwohl das ja eine Komödie sein soll. Der Film lebt irgendwie so ein bisschen davon, dass das alles, was da vorkommt, nicht wirklich Sinn ergibt. Und spätestens, wenn dann Michael Jackson auftaucht, ist es einfach nur noch absurd. Ich würde diesen Film ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ich würde allerdings euch empfehlen, diese DVD zu kaufen, weil das natürlich ein Stück Michael Jackson ist, was man damit auch erwirbt. Es kostet auch irgendwie nicht mehr als 3 Euro, wenn man sich das bei eBay oder so bestellt. Und es ist doch mal ganz witzig, sich das mal anzusehen, wenn man es noch nicht kennt. Und wenn man die Filme wirklich alle gesehen hat, in denen da Hinweise drauf zu finden sind, dann ist es bestimmt auch für den einen oder anderen ganz witzig zu sehen. Im Original heißt der Film übrigens Miss Castaway oder auch Miss Castaway and the Island Girls. Man hat dann nur gesagt, okay, das klingt nicht trashig genug, da müssen wir im Deutschen nochmal einen anderen Titel nehmen und hat dann eben den Titel Silly Movie 2.0 gewählt. Mich würden eure Meinungen zu dem Film wirklich sehr interessieren. Habt ihr den vielleicht noch nie gesehen oder wenn ihr ihn gesehen habt, findet ihr ihn gut oder nicht so gut? Ich glaube, bei diesem Film gibt es große Meinungsunterschiede und ich würde mich freuen, wenn ich dann in den Kommentaren ein paar Meinungen finden würde. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und sagt bis bald.